Heute mache ich Kaffee. Zuerst das Filterpapier. Halt! Gerade bei Filterpapier ist Qualität wichtig. Nanu, träum ich eine Kaffeebohne. Ich bin Bonnie, Filterpapierexperte. Nimm Melitta-Filtertüten. Hier, die vielen feinen Aromaporen, die lassen nur den guten Kaffeegeschmack durch. Du solltest eigentlich immer den Kaffee machen. Ja, ja. Melitta. Was ist denn hier los? Oh, hier waren Einbrecher. Ich rufe die Polizei. Und dann machen wir erstmal gründlich sauber. Geht das denn? Na klar, mit Ata frisch und sauber. Das macht gründlich sauber. Und tut den empfindlichen Oberflächen nichts. Irgendwelche Spuren? Na, das wäre ja noch schöner. Ata von Haus aus gründlich. So oder so. Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben noch einmal die wichtigsten Meldungen des Tages für Sie zusammengestellt. Nicht nur die Hamburger blickten heute besorgt den ganzen Tag über auf die Situation in der Hafenstraße. Doch droht noch immer die nächste große Auseinandersetzung zwischen gewalttätigen sogenannten Autonomen und der Polizei. Aber noch kam es nicht zu der befürchteten Schlacht um die Hafenstraße. Einige der Barrikaden wurden im Laufe des Tages abgebaut, dann später aber wieder errichtet. Offenbar streiten sich drinnen immer noch friedliche Besetzer mit militanten Autonomen, die sich auf einen bewaffneten Kampf mit der Polizei vorbereiten. Ja, und so sah es heute Abend wenige Stunden vorher in der Hamburger Hafenstraße aus. Ein eiskalter Wind wehte heute Nacht von der Elbe hinauf zu den besetzten Häusern. Viele Neugierige hatten sich eingefunden. Doch auch die Bewohner der Hafenstraße rechnen nicht mehr mit einer Polizeiräumung in dieser Nacht. Sat.1 sprach heute Mittag mit Innensenator Volker Lange. Sehen Sie denn überhaupt noch eine Chance für eine friedliche Lösung? Diese Chance sehe ich, indem der Appell ernst genommen wird, der Appell führender Politiker in dieser Stadt, dass wir eigentlich alle ein Interesse haben müssen an einer gewaltfreien Lösung. Nehmen wir den Fall an, dass Sie den Einsatz geben zu räumen. Können Sie das mit gutem Gewissen tun, in der Verantwortung für die Beamten, nach dem, was in der Stadtbahn West passiert ist? Der Einsatz wird mit Sicherheit nicht von mir gegeben, sondern hier wird es zunächst einmal darum gehen, vorhandene Räumungstitel zu realisieren. Und wenn dieses nur mit Hilfe der Polizei möglich ist, wird die Polizei zur Unterstützung herangezogen. Gestern Nacht brannten noch die Barrikaden in der Hafenstraße. Doch die Polizei ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen und begann mit Aufräumungsarbeiten. Dabei hatten die Besetzer eine vielbefahrene Durchgangsstraße gesperrt. Während des heutigen Tages waren die Besetzer, darunter angereiste Autonome, auf der Hut. Gegen Nachmittag begann sich die Situation weiter zu entschärfen, als die Hafenstraßenbewohner ihre Barrikaden zum Teil entfernten. Auch die Vertreterin der Hamburger Grünen, Waltraud Schoppe, war ins Rathaus gekommen, um bei der Lösung des Konfliktes zu helfen. Wir sind auf jeden Fall hierher gekommen, weil wir eintreten für eine gewaltfreie Politik. Und das wollten wir hier den Regierenden vor allen Dingen nochmal sagen. Und ich glaube, in diesem Sinne wird sich das hier lösen lassen. Denn alle anderen gewalttätigen Lösungen, die hier, falls sie hier stattfinden, haben bundespolitische Bedeutung. Bürgermeister von Dohnanyi hat heute Abend noch einmal gesagt, er sehe immer noch eine kleine Möglichkeit für eine friedliche Lösung. Aber wie er sich das vorgestellt hat, wie er die Gewalt in der Hafenstraße vermeiden will, dazu hat er nichts weiter gesagt. Weiter mit Brigitte.
Ein Obdachloser hat heute in der Frankfurter Oper Feuer gelegt. Bei dem Großbrand wurde der gesamte Bühnenraum zerstört. Decken stürzten ein, Dekorationen, Instrumente und viele Noten wurden vernichtet. Bis zum Nachmittag kämpften 150 Feuerwehrmänner gegen die Flammen. Trotzdem richtete das Feuer über 100 Millionen Mark Schaden an. Am frühen Abend musste die Feuerwehr noch einmal ausrücken. Neue Schwelbrände waren im Bereich der Probebühnen ausgebrochen. Der Brandstifter hatte sich kurz nach Ausbruch des Feuers telefonisch selbst bei der Polizei gemeldet. Er wurde in einer Telefonzelle festgenommen. Es ist ein 1983 aus DDR-Haft freigekaufter Mann. Der Wiederaufbau des Opernhauses wird etwa 3 Jahre dauern. IG Metall-Finanzchef Norbert Fischer ist tot. Der 60 Jahre alte Hauptkassierer der Metallgewerkschaft war seit 2 Tagen vermisst worden. Er litt unter Herzrhythmusstörungen. Die Todesursache steht noch nicht fest. Fischers Leiche wurde in der Nähe von Rosenheim auf den Bahngleisen gefunden. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat heute den Bundeshaushalt 1988 fertiggestellt. Danach steigen die Ausgaben des Bundes gegenüber dem Regierungsentwurf nur leicht auf knapp 275,1 Milliarden Mark. Davon sind 29,5, also fast 30 Milliarden Neuverschuldung. Gegenüber 1987 entspricht der Haushalt einem Zuwachs um gut 2,4%. Als Spion für den Bundesnachrichtendienst wurde der Westberliner Bernd Mantei in Ostberlin zu 8 Jahren Haft verurteilt. Mantei soll seit September 1986 für den BND spioniert haben. Ein hochqualifizierter Wissenschaftler aus Berlin soll in die Bundesrepublik geflüchtet sein. Der 50-jährige Professor Dietrich Eckart, Spezialist für Informationstechniken, war von einer Dienstreise in die USA nicht in die DDR zurückgekehrt. Eckart gilt als Fachmann für Flugsicherung und Radarforschung. Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferten sich letzte Nacht US-Polizisten mit einer Panzerhaubitze im US-Staat Colorado. Ein Armeeschütze und ein Ex-Soldat hatten das Kettenfahrzeug im Fort Carson gestohlen. Über 130 Kilometer rasselte der Panzer durch die Dunkelheit. Streifenwagen mit Blaulicht hinterher. Erst als die Haubitze mit einer Panne liegen blieb, konnten die Täter überwältigt werden. Bei der Festnahme sagte der Anstifter, wir wollten in den Krieg fahren. US-Präsident Ronald Reagan will die Hilfe für die Widerstandskämpfer in Afghanistan verstärken. Das sagte er heute zu 5 Rebellen, die in Washington waren. Reagan sagte auch, dass er die Sowjetunion in diesem Jahr schon 2-mal aufgefordert habe, ein Rückzugsdatum für ihre Truppen aus Afghanistan anzugeben. Eine Antwort aber habe er nie bekommen. Vor dem Untersuchungsausschuss in Kiel ging es heute mal wieder um die Vergangenheit von Rainer Pfeiffer, dem ehemaligen Medienreferenten der Kieler Landesregierung. Vor allem ging es um die Frage, welche Rolle der Axel Springer Verlag bei der Einstellung Pfeiffers in Kiel gespielt hatte. Der Ausschuss hatte 7 Springer-Führungskräfte als Zeugen geladen. 4 kamen. Der wichtigste war Peter Tamm, der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags. Tamm warf den SPD-Mitgliedern des Ausschusses vor, gegen sein Haus eine Kampagne zu starten, die den Verlag ins Gerede bringen soll. Sat.1 fragte den Springer-Chef, wie diese Bemerkung gemeint war. In der Tat stehen wir unter dem Eindruck, dass im Zusammenhang mit dieser Affäre es eine Fülle von Spekulationen, Verdächtigungen und Unterstellungen gibt, die gegen unser Haus erhoben worden sind. Wir haben, wie gesagt, nichts zu verbergen und wir sind auch nicht gewillt, uns von wem auch immer in eine falsche Rolle drängen zu lassen, um den hier zu untersuchenden Machenschaften in Verbindung gebracht zu werden. Tatsache ist, dass wir den Herrn Pfeiffer für ein neues Objekt eingestellt hatten. Tatsache ist, dass dieses Objekt nicht realisiert wurde. Folglich stand Herr Pfeiffer, wie auch eine ganze Reihe weiterer Redakteure, auf unserer Gehaltsliste, ohne dass wir eine Beschäftigung hatten. Eine Kündigung kam in diesen Fällen für uns nicht in Betracht, weil wir die Herren sehr schnell aus anderen Positionen geholt haben und dort auch in der Verpflichtung waren ihnen gegenüber. Selbstverständlich hält unser Haus seine Verpflichtung in allen Fällen ein. Und wir glauben, dass wir hier für alle sehr sozial gehandelt haben. Dass Herr Pfeiffer sich in dieser Weise entwickeln konnte, wissen heute zwar viele, nur damals konnte dieses keiner ahnen.
3 der geladenen Springer-Führungskräfte kamen heute nicht. Sie beriefen sich dabei auf ein Urteil, nachdem sie als Hamburger nicht vor dem Untersuchungsausschuss eines anderen Landes aussagen müssen. Der Ausschussvorsitzende, der SPD-Abgeordnete Klingner, will die 3 jetzt wahrscheinlich notfalls durch gerichtliche Schritte zur Aussage zwingen. Wenn Ihre bessere Hälfte, liebe Zuschauer, heute Abend am späten Abend nach Hause kam und behauptete, gerade vom Einkaufen zu kommen, dann sind Sie mit Recht wahrscheinlich etwas stutzig geworden. Es sei denn, Sie sehen uns gerade in Hamburg, denn hier war heute Abend alles ganz anders. Die FDP hatte in den Koalitionsverhandlungen mit den Sozialdemokraten durchgesetzt, dass an 4 Abenden im Jahr die Läden länger geöffnet bleiben. Ja, und so sah das Ganze heute in Hamburg in der Praxis aus. 18:30 Uhr. Die meisten Kaufhäuser und Supermärkte haben jetzt geschlossen. Doch am heutigen langen Donnerstag blieben bei über 600 Einzel- und Fachgeschäften in Hamburg die Türen bis 21 Uhr geöffnet. Viele Geschäftsleute begrüßten die Kunden nach 18:30 Uhr mit einer kleinen Überraschung. Und in den Einkaufspassagen herrschte Hochbetrieb. Bei einer Umfrage von Sat.1 war die Mehrheit dafür, dass man auch abends noch einkaufen kann. Wer ist das, der so spät noch einkauft? Wahrscheinlich so Typen wie ich, die keine Zeit haben, tagsüber einzukaufen, weil sie so viel arbeiten müssen. Und wenn ich mit meiner Frau mal einkaufen will, muss ich einen Urlaubstag nehmen. Welche Änderungen der Ladenschlussgesetze müssten noch geschehen, damit für jeden Bürger optimal Einkaufschancen bestehen? Wir bräuchten das Ladenschlussgesetz eigentlich in der Weise nur öffnen, dass jeder öffnen kann, wie er will. Das heißt, sich den Kundenwünschen anpassen kann. Gedrängel in den Geschäften und Proteste der Gewerkschaften vor den Ladenpassagen. Warum ist die Gewerkschaft gegen den verlängerten Ladenschluss? Es wird niemand dafür neu eingestellt. Dann muss man eben länger arbeiten und kommt später oder so. Aber Neueinstellungen gibt es nicht. Sie sind nun von dem Ladenschlussgesetz betroffen. Sie müssen bis 9 Uhr arbeiten. Wie fühlen Sie sich da? Gut. Ja? Ja, das macht Spaß. Die Kunden sind ganz anders abends. Das ist irgendwie ein anderes Arbeiten. Wie sind die Kunden denn? Nett, höflich. Haben Zeit. Haben Zeit und kaufen. Nach 21 Uhr wird in der Stadt wieder Ruhe eingekehrt sein. Bis zum nächsten Donnerstag. Denn dann werden die Geschäfte wieder so lange geöffnet sein. Zum Sport, liebe Zuschauer. Borussia Mönchengladbach muss in den nächsten 3 Wochen auf den Torjäger Uwe Rahn verzichten. Der Nationalspieler zog sich im gestrigen Pokalspiel gegen Bayern München eine schwere Knieverletzung zu. Er fällt damit auch für das Länderspiel am kommenden Mittwoch gegen Ungarn aus. Die Europäische Fußballunion hat sehr hart auf die Vorfälle vom 28. Oktober im Qualifikationsspiel Holland gegen Zypern reagiert. Beim Stande von 1:0 für Holland hatte ein holländischer Fan eine Rauchbombe geworfen. Das Spiel konnte erst nach einer längeren Unterbrechung fortgesetzt werden. Hollands 8:0 wurde jetzt in eine 0:3 Niederlage umgewandelt. Durch diesen Punktabzug ist die bereits sicher geglaubte Qualifikation der Holländer wieder gefährdet. Rennfahrer Hans-Joachim Stuck ist für die nächsten 3 Monate ohne Führerschein. Zu dieser Strafe wurde der Prototypen-Weltmeister von 1985 vom Amtsgericht Pfaffenhofen verurteilt. Stuck hatte auf der Autobahn bei Ingolstadt einen linksfahrenden Pkw rechts überholt. Beim Tennis-Grand-Prix-Turnier in Frankfurt schied sensationell der hohe Favorit Mats Wilander aus. Der Weltranglisten-Dritte verlor gegen seinen Landsmann, den Niklas Krohn, mit 5:7 und 3:6. So, eine haben wir noch. Ein bisschen näher zusammenrücken sollen wir, meint der Kameramann. Damit ich auch sehe, was bitte, da drin steht. Vielleicht liest du es einfach vor. Boris Becker hat gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Ja, und zwar gemeinsam mit seinem Doppelkollegen Patrick Kühnen. Und das Ganze passierte in der ersten Runde beim Frankfurter Turnier. 7:5, 6:4. Genau. Und jetzt kommen wir zum Wetter. Im Osten der USA hat es schon geschneit. Bei uns ist es hoffentlich morgen nicht ganz so wild. Das gucken wir uns jetzt zusammen mit Ihnen an. Der Wetterbericht. An der Küste und in den Schwarzwaldgipfeln tobten heute die Herbststürme. Auf den Harzgipfeln fiel bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bereits der erste Schnee. Und so sah es heute bei unseren europäischen Nachbarn aus. Athen bedeckt 16 Grad, Rom wolkig 18, Nizza bedeckt 16, Malaga heiter 21, Paris bedeckt 10, London bedeckt 10, Stockholm Regen 6 und Wien teils bedeckt, teils sonnig 9 Grad. Die Kanarischen Inseln bedeckt 23 Grad. Zurück nach Deutschland. Hier hält das nasskalte Grippewetter an.
Das nordatlantische Sturmtief bringt zumindest dem Süden auch morgen orkanartige Böen. Im Norden nach anfänglichem Regen wechselnd bewölkt und kurze Gewitter, Tageshöchstwerte um 8 Grad. Berlin ebenfalls bedeckt und regnerisch, Höchstwert um 9 Grad. In den mittleren Landesteilen wechselnde Bewölkung und Schauer, die Werte hier um 10 Grad. Gefahr von Sturmböen morgen auch im Süden. Ansonsten bewölkt und Schauer bei Temperaturen um 11 Grad. Nachts bedeckt und Schauer bei zum Teil starkem Wind, tiefste Werte zwischen 8 und 6 Grad. Österreich bewölkt bei Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad. Kein Schlitten, also aber den Regenschirm, den brauchen Sie wahrscheinlich morgen. Um 18:30 Uhr melden wir uns dann wieder mit aktuellen Berichten und Informationen aus aller Welt bei Sat.1 Blick. Bis morgen also und einen schönen Abend noch. Und eine gute Nacht. Wiedersehen. Tschüss. Dulgon Duschfrisch. Denn die Frische entscheidet.